Jetzt sind wir erstmal zurück in Indoor. Mit Vertretern beider Nationen. Das ist auf jeden Fall die Königin von Uraya. Und der ardainische Kaiser. Der ja anscheinend doch ein recht guter Mensch zu sein scheint und nur das Beste für sein Volk will. Von dem, was man von Mauerk mitbekommen hat, aber das ist natürlich seine Schwester, glaube ich. A tribunal, it looks like. Praetor of Malthus is here in person. And who's going to argue with the praetor? Does he have any clue how many men we lost? If those Ardainians get away with this, architect, damn it. Quit your grumbling, mate. All this is way beyond our pay grade. You got that right. We're all just faceless cannon fodder to the bigwigs. CO says jump, we jump. Das ist eine etwas radikale Art und Weise, das zu sehen, aber irgendwo hat er dann doch recht. Leider. Aber mit denen am Verhandlungstisch, vor allem Tisch, kann es gut sein, dass dort dann doch alles gut verläuft. Morgen die Damen, ne? Alle gut geschlafen. Kein Auge zugemacht. Habe ich mir schon fast gedacht. Na denn, wie wär's mit einem schönen Spaziergang rüber zur Halle? Frische Luft macht müde, Geister munter und irgendwer muss Mor ja dorthin eskortieren. Immerhin ist sie eine Dame. Danke, ich finde meinen Weg auch sehr gut alleine. Öffer wurde doch auch eingeladen, oder? Wüsste schon, ja. Also, dann können wir auch gleich alle rübergehen. Ja, wenn es so aussieht, dann gehen wir halt alle. Ich muss mir das alles gerade so ein bisschen aus Towers Sicht vorstellen. Weil irgendwie muss das für Tower doch ein bisschen wie so ein falscher Film vorkommen, oder? Set your expectations high. Ja, als einfacher Noppon, der in das Ganze mehr oder weniger reingeworfen wird. Ich schätze mal, die Söldneraufträge sind auch erledigt. So viel Zeit, wie da gerade vergangen ist, ist das, glaube ich, wenig verwundernd. Wenig verwundernd, auf jeden Fall. Und die Frage ist, sind auch die zurück, die 1 Stunde 40 brauchen? Ne, die sind noch nicht zurück. 1 Stunde 40 ist aber auch verdammt lang. Können wir hier ja Arma auf Abwägen machen. Auch wir Fäustlingskämpfer. Das sind, glaube ich, die ich mit am wenigsten habe. Nehmen wir hier auf jeden Fall die Tierform mit. Fäustlingskämpfer. Das ist ein Prisenball. Das Fäustlingssymbol ist das hier. Das habe ich aber sonst jetzt noch nicht irgendwo gesehen. Ah, hier ist noch eine Fäustlingsklinge. Wo Fäustlingsklinge so selten sind. Aber naja. Dann machen wir das halt auch mal noch schnell. Und irgendwie ist die Story dann gerade doch so intensiv, dass man dann doch nicht aufhören will, die zu spielen. Aber ja gut, dafür haben wir in weiser Voraussicht heute Morgen wollte ich schon sagen, am Anfang des Streams haben wir einiges gemacht, was nicht der Story entsprach, zumindest für eine Weile. Und das ist ja dann auch eine ganz nette Sache, würde ich behaupten. Der Audienzsaal scheint hier irgendwo in der Nähe des Prätors zu sein. Des Thron des Prätors zu sein. Haben dann nochmal die Sicht von ihm aussehen. Auf der anderen Seite ist nichts, aber hier scheint der Audienzsaal zu sein. Mal sehen, was sich dort so ergibt. In diesem Raum befindet sich der Tagungsort für den Gipfel der Nation.
Nur den Repräsentanten der teilnehmenden Nation ist Zugang gewährt. Mit anderen Worten, Endstation für uns. Dann werden Bridget und ich unseren Platz auf den Gipfeltreffen einnehmen. Oh, da hänge ich mich doch gleich mal dran. Ich wollen Sie auch dabei haben, du Milford, du weißt nicht? Ja. Ehrlich gesagt weiß ich nicht so ganz, was ich von all dem halten soll. Aber ich komme wohl nicht drum herum. Rex, ihr wart am besten bei unseren Zimmern. Keine Sorge. Sehr Vorsicht drin, ja, Milford? Keine Sorge, ich bin gleich wieder da. Wird da wieder gelästert. Ich wüsste nicht über wen. My deepest thanks to you for agreeing to this ceasefire. Queen Rakura, Emperor Niall. As I recall from the Assyrian treaty of 350 years ago, the Praetorium was to refrain from intervention in times of war. And yet here you are intervening. But I trust you have a suitable justification, Your Eminence. Naturally. But first, to ensure impartiality in these negotiations, may I present Nira, acting chairman of the Argentum Trade Ah, Guild. mit dem haben wir auch schon geredet. Furthermore, representing the Tantalese, His Highness the Crown Prince Ozekairis Brunev Tantal will also be attending. The Crown Prince? The prodigal Prince of Tantal? So, was passiert da gerade am Hafen? Passiert jetzt was am Hafen? Oh, natürlich ist Torna auch da. Hey Benji, wie geht's? Could we not just take them out here and now? Good point. All the principal nations' heads gathered here? It'd make things easy later. The way to the world tree must first be opened. Wiping out mankind is the easy part. We could manage that ourselves. Even so. Direkt an der Messe. That Nice. isn't our only goal, remember? We must wait for the stage to be set. Is Jin serious about this? Yeah. I've been wondering that myself. Oh, he's serious. He always is. He will annihilate mankind, and then he will kill the architect. Soweit geht sein Hass wegen der Unterdrückung der Klingen, also. Now, Verstehe. it seems Mor Ardain has been accused of a unilateral breach of treaty in this matter. Emperor Niall, I open the floor to you. Is there anything you wish to say? While we are still conducting investigations into the cause, it cannot be denied that weaponry belonging to our forces was discharged against Uraya. Regardless of any possible reason and circumstance, we are prepared to offer recompense for this grave offence. So you want to settle this with money? We will provide any compensation deemed necessary. Perhaps I'm misunderstanding. To my ears, it sounds almost as if you mean to imply that the blame for these offences does not lie with your Majesty at all. We are investigating. I ask that we not draw any hasty conclusions. Ich finde es interessant, What need is da there weiß for er doch eigentlich, investigation? dass Torna I believe a beteiligt cause has ist. already been established. There are witnesses. And that would be? Und sie kann das genau erzählen. What a preposterous notion. The people you speak of are merely a terrorist group. How could they possibly command that measure of... It's the truth. I, Ozekairis, swear this in the name of King Eulogimenos Tantal. Can confirm ex-chairman Banner give these people some kind of supplies. Military supplies, methinks, and in great number, yes. But why would...
Oh, ich mag Nimas Stimme. I were to tell Total. you that the Aegis Malus, who raised the world 5 centuries ago, was involved. Ridiculous. Everyone knows he disappeared in a blaze of flame. He's very much alive, believe me. That arsehole, I mean, the Aegis, has confronted us in person. And if my word is not enough for you... A blade? But that core crystal... This is another Aegis, named Mithra. Your Highness has heard of her, surely? So the rumors that reached us were true. Who is its driver? If you knew that, I dare say your surprise would be even greater. But that is not the matter we are here to discuss, Your Highness. This is a dire situation. Oh. Und der Sieg, den man kennt, oder den man vom Anfang des Spiels kennt, ist praktisch nicht mehr, ja, sozusagen. Es wirkt kaum wie eine komplett andere Person. It's not like there's anything you or me can do to help. I've noticed something about Malos. He's an Aegis, but you wouldn't know it from how he's fighting. I'm pretty sure he's damaged in some way. You mean he can't use the full extent of his powers? The wounds I dealt in our battle long ago may not be completely healed. His end goal is Elysium. He wants to go back to the place he was born. There he can heal until his powers have recovered. If Malos is allowed to restore himself, the horrors of 5 centuries past will return. Und das ist alles or andere worse als still, gut. Malos's goal is simple. He means to destroy humanity in its entirety. Why would anyone desire that? Perhaps he doesn't even need a reason. It seems to be a deep-seated drive. An instinct. As natural as breathing. Ja, also ist er All of praktisch eine this Essenz is des, my responsibility. Praetor Amalthus? Whatever do you mean? der Zerstörung sozusagen, wenn man so sieht. It was none other than I who awakened Malos and unleashed him upon the world. So, Your Eminence, the rumor that you were once Malos's driver is... I never intended to obscure the truth. It is writ plain for all to see in history books. I was a fool. It was to prevent such foolishness that all passage to the World Tree was forbidden after the Aegis War. However, Verständlich. it has become apparent that the laws of men do not apply to Malos. The time may have come to lift that restriction. Oh. Das kann ja dann hauptsächlich für Wax oder für ihn gemeint sein, für jemand anderes nicht. I appreciate this. Da Wax ja als den Auserwählten ansieht, der es Don't eventuell think machen you've earned my könnte. trust. But since Rex is going to Elysium, their paths are bound to cross. Wax überlegt, That's all. will ja auf jeden Fall dahin. Wirklich I'm schafft, ist eine andere surprised. Sache. You seem so devoted to the boy. It's for both our sakes. But you, Amalthus, who is it that you're living for? Malphus ist und bleibt etwas mysteriös.
Morgen die Damen. Oho, täusche ich mich oder sehe viel frischer aus als gestern? Geht so. Ein Staatsbegräbnis ist für heute Abend angesetzt, nicht wahr? Ja, die Zeremonie sollte direkt vor dem Heiligtum stattfinden, auf dem Siorisplatz. Willst du dahin, Kollege? Ja, ich würde mich schlecht fühlen, wenn ich nicht hingehen würde. Platz von Seoris ist gleich um die Ecke. Tor schlägt vor, dass Freunde nicht trudeln. Lieber Hoppi Galoppi hin. Meister Pon hat heute wieder herrischen Tag. Aber das hier... Ich habe ganz vergessen, wie dicht hier eigentlich die Story an diesem Teil ist. Und ich werde jetzt auch wieder die Chatbox ausblenden. Ich habe die nämlich gerade... ich werde es wieder einblenden, weil ich habe sie gerade ausgeblendet. Ich hoffe, das war für okay für euch beide, Benji und Poki. Aber ihr habt da was recht Privates besprochen. Und es war eine relativ wichtige Cutscene für die Story. Deswegen habe ich mal die Freiheit besessen, Chatbox in dem Moment auszublenden. Ich hoffe, das war auch für euch so in Ordnung. Ich konnte aber in der Cutscene schlecht fragen. I guess they did call her a goddess. The state funeral makes sense. Shouldn't you be with him? Sieht man auch nicht alle He's a Tage. boy. Best not to bother them at times like this. I expected you'd be more clingy. You really are different from her. Actually, letting him be was more her idea than mine. Oh. Really? Pirates? Get out. So wait, you're saying you want to go be clingy or what? I'll burn you. I kid. Sheesh. It's weird though. What is? I mean, don't you think it's odd? Normally, if a blade or its driver dies, it'll just go back to being a core crystal. So why is Fan just dead? I did wonder the same thing. There's only one way I know for a dead blade to keep its physical form. Remember Minoth? I mean Cole. He was a flesh eater. Yeah. But Fan wasn't a flesh eater. I can say that for sure. What's that? That's the shape of Fan's core crystal. Well, how it used to be. But now it's a triangle. Rex and I are quite a unique case, but this is different still. How is it different? If a blade shares its core with another, its shape changes in a uniform fashion. In our case, the center part went to Rex and the outer part to us. I don't know why that is, but it seems to be a rule. But Fans isn't like that. Exactly. Was hat Amalphus bei ihrer Synchronisation gemacht? Someone stole her core, doesn't it? Amalphus. Vielleicht doch nicht so ganz sauber. Aber das hatte ich mich tatsächlich auch gefragt, so, wieso stirbt sie jetzt eigentlich nochmal? Nur weil der Kernkristall beschädigt war? Das ergibt irgendwie nicht so. Hier sind ja, Niall ist ein super Charakter generell. Xenoblade 2 hat schon echt gute Charaktere. Muss ich schon sagen. Alle sehr einzigartig. Und ich muss halt auch sagen, ich mag es auch, wie man Tower in die Geschichte einbringt. Ich finde, Tower ist so ein unterschätzter Charakter. Einfach, weil er da reingezogen wird, obwohl man die ganze Zeit merkt, Tower gehört nicht in diese ganze Geschichte rein, aber er ist trotzdem da und leistet
und tut sein Bestes, seinen Teil zu leisten. Das finde ich halt schon sehr schön eigentlich. War mit Abstand die größte Beerdigung, die ich je gesehen habe. Die Zeremonie hat aufs Rührendste demonstriert, wie sehr das Volk Fan geliebt hat. Göttin von Indol haben sie genannt. So schnell wird sicher niemand ihren Platz einnehmen. Hey Rex, wie lautet jetzt eigentlich unser Plan? Oh, ja, wenn wir zum Weltenbaum wollen, brauchen wir die Hilfe des Prätors. Meister Rex, ich habe euch gesucht. Prätor Malphos wünscht euch zu sprechen. Er wartet euch im Audienzsaal. Das trifft hervorragend. Vielleicht will er auch mit uns über den Weltenbaum reden. Anlass der Forderung ist mir leider nicht bekannt, mein Herr. Wir werden es merken. Nicht wir hin zum Audienzsaal. Und ich werde da jetzt auch tatsächlich hingehen, weil ich will ehrlich gesagt wieder Dings in meinen Reihen. Ihr wisst schon, Namen vergessen. Moak. And we're you. Let us go. Das ist mir eigentlich schon recht wichtig, weil ich habe ja schon gerne mit ihr gekämpft. Deswegen werde ich jetzt auch mal ein bisschen der Story nachjagen, bis sie wieder der Party angehört. Eventuell war das so ein Spoiler, dass sie wieder zur Party zurückkommt. Also wenn man den Charakter customizen konnte und alles war es eigentlich klar. Wenn wir ehrlich sind. Aber sehen wir jetzt einfach mal, was Malphos zur Sache mit Fans zu sagen hat. Ne? Und sehen, ob wir ein Fan seiner Erklärung sein werden. Was macht er da? My apologies. Did I keep you waiting? No, not really. What were you doing? I was cleansing the core crystals. It markedly increases their resonance success rate. Bonding with a crystal carries certain risks, you understand. Haben wir ja in Torigov schon gesehen. When I became the driver of an Aegis, this power was awakened in me. So, I might be able to do it too? Who knows? Different people are cut out for different things. Right, yeah. Now then, my work is done for the day. Come with me. Die Frage ist, was hat er Ihnen jetzt mitzuteilen? Envoy? To Tantal? Me? Correct. Behold. As a salvager, I imagine you are already aware, but this is Alrest, the world we currently inhabit. We make our home on Titans, moving in circles around the world tree. Bisschen an Sonnensystem lies the great void. Angelehnt, ja. This void came into being 500 years ago. It did not exist prior to that. So konnte er hoch zum Weltenbaum. It's in our way anyway. It stopped us reaching the world tree. The great void is carved from the cloud sea by a monstrous beast known as Ophion. Wait, you mean that thing? Ja, das von To be precise, Gormod it is uns an aus artifice, angegriffen a hat. servant of the Aegis. Of Mithra? Oh. So that thing is Mithra's. Then what did it attack us for? Doesn't make sense. Ophion was felled in the ancient battle with Malos, sinking below the clouds. This means someone must have revived it. Correct. Das wird wohl Torna gewesen sein, kann And ich mir you're gut saying that vorstellen. someone was Zeke's home country, Tantal? Yes. They gave Ophion one directive:
to ensure that none approach the World Tree. They sought to prevent a repeat of the horrors of the Aegis War, so an obstacle was created, the Great Void. Oh, How did they manage a interessant. feat like that? As I've said, mankind is regressing. Only one artifact remains that can rescind Ophion's orders, and it lies in Tantal. It's called the Omega Feta, and it's guarded by the royal family. I'll take you to it. I've prepared your envoy documents already. Your quest is to set foot in Elysium, correct? Malus and his ilk will surely seek the Omega Feta for themselves. Oh. I would ask you to reach Elysium before they do, and inform me of what you find there. So macht er es mit seiner Kraft nicht selbst. Do it as a favor for a once foolish old man, and so that people may have a future in this dying world. Ist wohl eine Sache, die ich mich dann frage, aber ja. Hey Sieg, war das ernst gemeint, dass du uns nach Tanta bringen wirst? Und ob das ernst gemeint war? Aber lasst uns reden, wenn wir wieder zurück im Zimmer sind. Manche Dinge bespricht man besser nicht zwischen Tür und Angel. Wie du willst, dann erstmal zurück zum... okay, das waren Geräusche. Ah, das waren die Geräusche der Tür in der Ratskammer des Prätors. Beeindruckender Ort auf jeden Fall. Ich finde es nur gerade in dem Sinne faszinierend. Mir war nicht mehr bewusst, persönlich, dass man so früh... Ich wusste, dass man im Spiel nach Tantal kommt, aber ich hätte nicht gedacht, dass man so früh, so beziehungsweise, dass wir so weit im Spiel sind. Und für ein drittes Mal in diesem Spiel werden wir hier einen Gastflügel uns breit machen. Und schauen, was uns da noch so erwarten mag. Und was vor allem Sieg erzählen kann. So we're traveling with Shell, lad, you? Never thought I'd see the day. I think you'll find I make a fantastic ally. Luck of Zeke not so great. Bet we shipwrecked by tomorrow. Wow, Tower. Wow. Cheeky furball. We're all gonna die. Hey, Zeke. You said before that Torna concerned you too. What did you mean by that? What? Oh, yeah, that. I don't know about those clowns, but Torna, the country that fell 500 years ago, they were the ancestors of us Tantalese. The people of Tantal are descended from Adam, the hero of Torna, who escaped its destruction. Das war mir nicht bewusst, tatsächlich. After Pyra fell Hab ich asleep, vergessen. Adam escaped to Tantal. That's right. That is the first I've heard of it. I have studied much history, but this story never featured. Most peculiar. Wahrscheinlich, weil man es geheim halten wollte. Don't really like to brag about it. The only real trace left is in this here sigil of the royal family. Interessant. So why did you awaken Hayes? Because her power was of great use to me. Indol has found itself under attack from Torna a number of times. Das ergibt She was Sinn. necessary in driving them back. Really? Then why don't you seem to have any others? Blades, that is. Driver though I may be, I am no fighter. Oh, yeah. Besides, I find the warrior monks here so reliable. They get the job done. If you say so. I wonder, do you know why Torna are using the name of a dead country? Jin was a blade of Torna once. Loyalty or nostalgia. Who can say? Beides auf jeden Perhaps Fall both. möglich. Is that really all there is to it? You don't think so? I don't know much about what happened while I slept. There are no written records, either. All we have is stories passed down.
And you think that is insufficient? History is a murky thing. Only those present can truly know what took place. But weren't you one of those present? Das war er, And ja. that is why I offer you my cooperation. Was für eine Form. I guess we'll find out if we go to Tantal. Gut, dann Feuerkraft voraus zum Hafen von Boetius. Und ich habe meinen PC-Controller gerade in die Hand genommen, anstatt meinen Switch-Controller. Halt, kann ich dich auf einen gemütlichen Spaziergang unternehmen? Okay, aber warum? Erstmal mit den Gedanken warm werden muss, dass ich jetzt dahin muss. Nur war jetzt so lange mein Zuhause. Ich hänge an der Stadt. Ich hätte nicht gedacht, dass du so sensibel bist. Ja, oder? Das überrascht mich selbst. Klappe, alle beide. Erstmal ein paar Mitbringsel aus Endor für die Leute daheim. Ein paar nette kleine Aufmerksamkeiten. Als ob der alte Sack Interesse an irgendwelchen Aufmerksamkeiten von mir hätte. Egal, los, hier ist ein hübscher Spaziergang zum Hafen von Boetius. Haben wir noch Zeit für eine Gläschen und Diva unterwegs? Genau, das Zeug gibt's ja in Tanta ja nirgendwo. Wer weiß, vielleicht ist das deine letzte Chance. Klappe, habe ich gesagt. Wow. Das ist also dann der wirkliche Sieg. So, aber ich würde sagen, nach der ganzen Zeit, in der wir uns jetzt mit der Story beschäftigt haben, das ist eigentlich unsere Truppenaufstellung. Welche Charaktere haben die? Immer noch die, okay. Würde ich sagen, an dem Punkt, wir machen am Donnerstag damit weiter.